Es ist Spargelzeit, mein Dudes. Um es aber ein bisschen interessanter zu machen, dachte ich, was können wir damit anfangen? Die meisten Gerichte, die ich gefunden habe mit Spargel, waren einfach irgendein anderes Gericht plus Spargel. Irgendein Pastagericht plus Spargel. Irgendein Reisgericht plus Spargel. Das war mir alles zu langweilig und ich dachte, gut, mit Schinken funktioniert immer Klassiker, Spargel, Schinken. Paniert hatte ich auf eine gewisse Art und Weise ja schon mit, ich glaube, grünem Spargel letztes Mal. Dieses Mal dachte ich mache beides zusammen. Ich mache es auf eine Variante, die auch tatsächlich ein bisschen besser funktioniert. Und wenn wir das schon machen, dann kann auch gleich noch der Käse dazu. Dann haben wir ein kleines Spargel-Cordon Bleu. Ausnahmsweise ist das mal ein Rezept, das ich tatsächlich vorher ausprobiert habe. Das mache ich sonst eigentlich nicht. Und ich muss sagen, es ist ein bisschen Fummelei, es ist ein bisschen Arbeit. Aber das Endergebnis war super, vor allem auch, wenn man einfach einen kleinen Snack oder sowas Fingerfoodiges haben will. Deswegen habe ich entschieden, das tatsächlich zu machen und jetzt zeige ich euch, wie ich es mache. Also erstmal schälen. Um das Handling ein bisschen leichter zu machen und damit es besser in die Pfanne fasst, einmal halbieren. Nebenbei schon mal die Panierstraße vorbereiten. Um von vornherein schon mal ein bisschen Würze dran zu bekommen, würze ich das Ei. Und das auch nicht zu knapp, weil natürlich am Ende nicht so viel davon tatsächlich dran sein wird. Aber es ist von den 3 Zutaten immer noch die halt am besten am Ende auch wirklich dran bleibt. Und jetzt kommen wir zum wirklich interessanten Teil. Wie machen wir die Röllchen? Dazu habe ich hier Kochschinken. Ich habe extra so einen länglichen genommen, das passt dann ganz gut fürs Einwickeln. Dann einen Käse. Ich habe Emmentaler genommen, es ginge zum Beispiel auch Gruyère, was man eben auch für einen Cordon Bleu benutzen würde. Ich mache 2 Röllchen aus jeder Scheibe. Man könnte es nacheinander, erst den Käse, dann den Schinken einrollen, dann ist das Röllchen am Ende tatsächlich schöner. Ich finde es aber einfach etwas einfacher, es so zu machen. Und dann gehe ich immer von der schmaleren Seite aus und wickel es nach außen oder nach innen besser gesagt ein. Am Ende so ein bisschen übrig lassen, wo nur Schinken ist, dann hat man einen guten Abschluss. Und dann benutze ich Zahnstocher, einmal in der Mitte durchbrechen, zack, und auf beiden Seiten einmal fixieren. Ich würde empfehlen, es so schräg zu machen, damit die Rolle am Ende wirklich eine Rolle bleibt und nicht da so 2 Hörnchen rausstechen. Das macht es einfach ein bisschen schwerer nachher beim Panieren. Deshalb so ist es am besten. Und davon mache ich jetzt erstmal eine Menge. Wegen des doch etwas dünnen Schinkens, den ich dieses Mal habe ich mich entschlossen, es jetzt doch nochmal so zu machen, dass ich erst Käse und dann Schinken nehme. Dann könnt ihr auch mal gleich sehen, was der Unterschied ist. Denn es macht das Ganze am Ende dann doch etwas stabiler. Jetzt bin ich mit dem Schinken schon einmal rum und kann noch ein zweites Mal drum. Und das macht das Ganze zu einem etwas stabileren Röllchen. Zahnstocher, weil ich auch hier an dieser Stelle jetzt nicht so eine Stufe habe zwischen Käse und Schinken, sondern nur noch Schinken. Ein paar übrige Spargelspangen habe ich dann noch für sich paniert. Öl oder Bratfett oder was auch immer ihr benutzt, Panierfett heiß werden lassen und dann einfach ganz normal frittieren. Gebt dem Ganzen ein bisschen Zeit, sodass es schön braun werden kann von der einen Seite. Einmal umdrehen, nochmal braun werden lassen und fertig. Guckt, dass es nicht zu heiß ist, damit es nicht zu schnell dunkel wird, ohne dass der Spargel wirklich garen kann. Da könnt ihr ein bisschen rumprobieren, weil Spargel kann man im Grunde ja auch roh essen, also es kann nichts weiter passieren. Das Schlimmste wäre tatsächlich, dass der Käse komplett ausläuft und überall rumfliegt. Und so ein bisschen wird das wahrscheinlich auch passieren. Solange es nicht total ausläuft, ist das aber völlig in Ordnung.
Wie angekündigt, es war ein bisschen Friemelsarbeit, aber ich hoffe, es lohnt sich, beziehungsweise ich weiß, es lohnt sich. Kleinen Salat habe ich mir noch dazu gemacht, ganz einfaches Sahne, Zitrone, Salz, Dressing, nichts weiter Spannendes. So, ein paar Spargelstängelchen habe ich dabei, aber natürlich interessieren uns besonders die Röllchen hier. Da ziehe ich jetzt einfach mal Zahnstocher raus, einfach ein bisschen drehen, rausziehen. Der Spargel sollte ja gar sein, dementsprechend leicht sollte das Holz da rausgleiten. Und wie man sieht, so zigarrenförmig, sage ich mal, ein klasse Fingersnack. Bisschen fettig, aber ein bisschen Servietten dazu fertig. Ein Dip ist dazu ganz nett. Weiß nicht, sowas wie ein Kräuterquark oder sowas kann man sich überlegen. Bei mir ist jetzt der Salat sozusagen der Ersatz dafür als frische Element. So, und jetzt probieren wir aber mal. Da ist der Käse. Wunderschön. Es kommt alles gut raus. Man hat, bei sowas habe ich immer ein bisschen Angst, dass nachher das eine oder andere nicht genug schmeckt. Dass der Schinken zu knapp kommt, dass der Käse zu knapp kommt. Oder der Spargel am Ende total übertüncht wird mit allem. Ist nicht der Fall. Es passt richtig gut. Man sieht, es ist gut paniert worden. Richtig schöne, glatte Panade. Praktisch. Ich finde es richtig gut. Man muss natürlich so ein bisschen rumexperimentieren mit dem Garpunkt vom Spargel. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wenn Spargel zu durch ist, dann wird er gerne so ein bisschen stringy, dann ist es schwierig abzubeißen. Dann passiert schon mal, dass du den ganzen Spargel mit rausziehst. Hier jetzt überhaupt nicht der Fall ist. Er hat noch den Knack, den Biss, den es braucht. Da müsst ihr halt mit der Temperatur einfach ausprobieren. Aber ich kann es wirklich empfehlen, macht's nach. Gerade jetzt ist die Zeit dafür. Guten Appetit. Und vergesst nicht, bevor ihr geht, abonnieren, liken, kommentieren. Nächstes Mal wieder Kärtchen und dann wird wieder gekocht. Bis dahin.